Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich 8 der derzeit besten Entsafter. Aufgeteilt habe ich sie in 4 Preisklassen. Erstens, günstige Entsafter unter 100 Euro. Zweitens, gute Entsafter zwischen 100 und 200 Euro. Drittens, hochwertige Entsafter zwischen 200 und 500 Euro. Und viertens, Luxusentsafter über 500 Euro. Alle vorgestellten Geräte findest du anschließend direkt zu den Produktseiten verlinkt in der Videobeschreibung. Bevor wir starten, möchte ich dir zeigen, warum frisch gepresster Saft so viel besser als Industriesaft aus dem Tetrapack ist. Gerade für Menschen über 20 Jahren ist dieser Teil wichtig. Falls du direkt zu den Produkten springen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Um dir den erheblichen Unterschied zu demonstrieren, siehst du hier einen Enzymtest der Firma Hurom. Im ersten Teil siehst du, dass die empfohlene tägliche Menge von 790 Gramm an Obst und Gemüse in ein Glas Saft umgewandelt werden kann. Der Vorteil ist, dass die Verdauungszeit reduziert und die Aufnahme der Nährstoffe um das Vierfache erhöht wird, da das Fruchtfleisch und die Faserstoffe beim Entsaftungsprozess größtenteils entfernt werden. Um den zweiten Teil zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, wofür Enzyme im Körper notwendig sind. Erstmal kann ohne Enzyme kein Lebewesen auf der Erde leben. Sie sind wichtige Proteine in fast allen Zellen und Geweben des Körpers vorhanden und spielen eine wichtige Rolle bei vielen biochemischen Prozessen, wie zum Beispiel der Verdauung, der Energieproduktion und der Zellteilung. Im Verdauungstrakt des Körpers befinden sich viele verschiedene Enzyme, die verschiedene Arten von Nahrungsmitteln abbauen können, um sie in Nährstoffe umzuwandeln, die der Körper aufnehmen und nutzen kann. Hier siehst du, dass sich die Menge an Enzymen im Körper mit fortgeschrittenem Alter verringern. Das bedeutet, dass wir die Enzyme von außen aufnehmen müssen, um weiterhin eine gute Verdauung zu erreichen. Enzyme sind in unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten, weshalb du verstärkt auf rohes Gemüse und Obst zurückgreifen solltest. In diesem Test wurde Hähnchenfleisch einmal in Ananassaft aus dem Supermarkt und einmal in frisch gepresstem Ananassaft eingelegt. Nach einem Vierteltag ist das Hähnchenfleisch in dem selbstgepressten Saft komplett durch die Enzyme zersetzt worden. Das bedeutet, dass im Supermarktsaft durch die industrielle Verarbeitung und die dabei entstandene Hitze alle Enzyme zerstört wurden. Ein einfaches Beispiel ist der Orangensaft. Ökotest schreibt in dem Artikel, ist Orangensaft wirklich so gesund wie wir denken, vom 8.01.22, dass ein frisch gepresster Orangensaft 400 bis 500 Milligramm Vitamin C pro Liter enthält. Weiter wird im Artikel beschrieben, Zitat, als Qualitätsmerkmal für einen pasteurisierten, erhitzten Orangensaft aus dem Handel gilt, dass er bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums 200 Milligramm pro Liter Vitamin C enthält. Die Abkürzung zum Supermarkt O-Saft bringt uns also die Hälfte oder weniger Vitamin C pro Liter, die gleiche Anzahl Zucker, vorausgesetzt es ist ohne Zuckerzusatz und keine Enzyme. Den Enzymtest und den Artikel von Ökotest verlinke ich als Quelle in der Videobeschreibung. Es ist also sinnvoll, frisches Obst und Gemüse in den Alltag zu integrieren. Was bringen uns Vitamine aus dem Tetrapack, wenn unser Körper sie nicht mehr richtig aufnehmen und verarbeiten kann? Natürlich ist es unterm Strich teurer als die Fertigsäfte, doch in meinen Augen eines der wertvollsten Investments in die Gesundheit. Entsafter eignen sich super, um dir diese gesunde Gewohnheit anzueignen. Es gibt die Zentrifugalentsafter und die Kaltentsafter, die sich als Slow Juicer eingedeutscht haben. Zentrifugalentsafter arbeiten mit sehr schnell rotierenden Messer und Reibscheiben, die die Obst- und Gemüsesorten stark zerkleinern. Der Saft wird durch die Zentrifugalkraft, also die Fliehkraft, die bei den Dreh- und Kreisbewegungen nach außen gerichtet wird, abgegeben. Slow Juicer entsaften langsam, um eben genau diese Vitamine und Enzyme zu erhalten. Hier wird Obst oder Gemüse mit langsamer Geschwindigkeit von einer oder mehreren Pressschnecken in kleine Stücke geschnitten, öffnet so die einzelnen Zellen und presst mit einer hohen Kraft Saft daraus. Ich möchte dir die Vor- und Nachteile verdeutlichen. Zentrifugalentsafter erzeugen durch die sehr schnelle Verarbeitung eine hohe Hitze, wodurch teilweise die Vitamine und Enzyme verloren gehen. Slow Juicer, Hersteller werben gerne damit, aber da der Zerkleinerungsprozess so schnell abläuft, kann es nicht so viel Verlust sein, wie gerne damit geworben wird. Zumindest habe ich keine Studie gefunden, die das belegt. Was definitiv passiert ist, dass sich aufgrund der schnellen Verarbeitung der Saft mit Sauerstoff mischt, was den Saft sehr schaumhaltig und nur sehr kurze Zeit haltbar macht. Dafür sind sie natürlich sehr schnell bei der Saftherstellung und schon viel günstiger als Slow Juicer zu bekommen. Der Prozess an sich ist sehr laut und du tust deiner Familie und deinen Nachbarn keinen Gefallen damit, wenn du vorhast, dir früh morgens den Saft zu pressen. Hier gilt die Faustformel. Je mehr Power der Zentrifugalentsafter hat, desto höher ist in der Regel die Saftausbeute. Bei Slow Juicern bleiben die wertvollen Vitamine und Enzyme dank der schonenden Verarbeitung beim Entsaftungsprozess so gut wie vollständig enthalten. Der Entsaftungsvorgang dauert demnach auch länger, dafür sind sie während des Prozesses sehr leise. Normalerweise hast du eine höhere Saftausbeute als beim Zentrifugalentsafter und der gewonnene Saft schmeckt nicht nur besser, sondern er ist auch gut 48 bis 72 Stunden haltbar. Sind Slow Juicer also besser als Zentrifugalentsafter? Ja, sind sie definitiv. Nur in der Realität hat nicht jeder die Zeit oder Lust, jeden Morgen lange auf seinen Saft zu warten.
Eines haben beide gemeinsam: Sie sind um einiges gesünder als der Saft aus dem Tetrapack. Sollten dir Slow Juicer zu teuer sein, machst du nichts falsch, wenn du erstmal einen Zentrifugalentsafter als Übergangslösung für die nächsten Jahre nimmst. Auch wenn du nur ab und zu einen Saft trinken willst, reicht ein günstiges Gerät vollkommen aus. Solltest du vorhaben, öfter Säfte zu trinken, empfiehlt sich ein hochwertiger Entsafter mit langer Garantie. Ich habe für jeden etwas im Gepäck, also lass uns mit den Entsaftern unter 100 Euro starten. Nummer 1 ist der Philips HR183200. Im Testurteil von Haus und Garten, Test vom 24.06.2022, Ausgabe 4, bekam er die Note gut. Dort schreiben sie unter anderem, Zitat: Die Handhabung ist sehr einfach. Das Gerät ist zum Beispiel sehr bedienfreundlich und problemlos zu reinigen. Außerdem erhält die exzellente Verarbeitung die Bestnote 1. Insgesamt ist der Zentrifugalentsafter der Testsieger. Das Gerät gibt es in zwei Modellen. Einmal dieses 500 Watt Modell und einmal eine 800 Watt Version, die momentan knapp doppelt so teuer ist und in die nächste Preisklasse fällt. Dank des großen Einfüllstutzens können ganze Früchte verwendet werden und pro Entsaftungsvorgang 1,5 Liter Saftausbeute erzeugt werden, ohne dass der integrierte Tresterbehälter im Entsafter geleert werden muss. Der Aufbau und die Reinigung sind dank abnehmbarer und spülmaschinenfester Teile sehr leicht. Tests haben gezeigt, dass der Stößel nicht mit in die Spülmaschine sollte, da sich sonst Wasser darin ablagern kann. Insgesamt kannst du hier Früchte und Gemüse in Sekundenschnelle entsaften, ist dabei natürlich auch dementsprechend laut. Am besten geeignet ist der Philips Entsafter für harte und feste Lebensmittel wie zum Beispiel Äpfel, Möhren, rote Beete und sehr safthaltige, dünnhäutige Früchte wie Granatapfelkerne, Orangen und so weiter. Bei grünblättrigem und gerade langfaserigem Gemüse wie Rhabarber und Weizengras fällt die Saftausbeute schlechter aus, da viele Reste im Messer hängen bleiben oder der Großteil im Tresterbehälter landet. In der relativ neuen Nutri-You-App bekommst du viele Rezepte zum Nachmachen. Die besten Angebote findest du derzeit bei Amazon und dem Lidl Online-Shop. Diese verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Nummer 2 dieser Preisklasse ist der Severin ES3566. Der Severin Entsafter ist der günstigste im Vergleich. Besonders sind die zwei Geschwindigkeitsstufen sowie für weiches als auch hartes Obst und Gemüse. Mit 400 Watt ist er etwas schwächer als der eben vorgestellte Philips Entsafter. Die Einfüllöffnung ist dafür etwas größer, aber auch etwas kürzer. Die Saftausbeute kannst du dir ähnlich wie beim Philips vorstellen. Beim Entsaftungsprozess hast du nur den Nachteil, dass das Gerät laufen muss, bevor man das Obst oder Gemüse einfüllt. Wenn man Gemüse wie Sellerie entsaftet, können einem schon mal Gemüsestücke entgegenfliegen, da der Einfüllstutzen nicht sehr hoch ist und das Gemüse dann herumgewirbelt wird. Gut zurecht kommt das Gerät mit sehr hartem Obst und Gemüse wie Möhren, Äpfel, Birnen, roter Beete und Ingwer. Aber auch weicheres Gemüse wie Gurken und Tomaten eignen sich gut. Genau wie beim Zentrifugalentsafter von Philips ist grünblättrigem und gerade langfaserigem Gemüse wie Rhabarber und Weizengras ungeeignet. Außerdem solltest du Avocados, Feigen und kleine Früchte wie Johannisbeeren vermeiden. Du kannst den Entsafter in seine Einzelteile zerlegen und diese unter laufendem Wasser mit der mitgelieferten Reinigungsbürste spülen. Leider sind diese nicht spülmaschinenfest. Den besten Preis gibt es derzeit bei Amazon, auch dieses Angebot verlinke ich dir. Hier siehst du die Vergleichstabelle der Entsafter unter 100 Euro. Der Philips ist etwas teurer als der Severin, hat dafür auch etwas mehr Leistung und die Teile sind spülmaschinenfest. Das ist natürlich nur relevant, wenn du lieber die Spülmaschine gegenüber der Handreinigung nutzt. Beim Severin bekommst du dafür eine Reinigungsbürste mitgeliefert. Beide Entsafter haben ausreichend große Einfüllöffnungen. Der Severin kommt mit zwei einstellbaren Stufen für weiche und harte Zutaten und hat einen größeren Tresterbehälter. Der Vorteil beim Philips ist der längere Einfüllhals, der den Entsaftungsprozess nochmal vereinfacht. Weiter geht's mit den Entsaftern zwischen 100 und 200 Euro. Nummer 1 der Preisklasse und gleichzeitig der letzte vorgestellte Zentrifugalentsafter ist der Bosch VitaJuice 4 MES 4010. Es ist der stärkste Zentrifugalentsafter im Vergleich. Neben der hochwertigen Verarbeitung und dem zeitlosen Design kommt er mit einem 1200 Watt Motor und einer extra großen Einfüllöffnung von 84 mm. Passend dazu bekommst du sehr große Behälter für Saft und Trester. Er ist mit 6 Kilogramm kein Leichtgewicht, was aber der Stabilität zugutekommt. Nicht nur das bringt mehr Sicherheit, sondern der Motor startet auch nur bei verschlossenem Gerät. Gerade mit Kindern zu Hause sollte der Sicherheitsaspekt eine Rolle spielen. Die Reinigung erwies sich etwas komplizierter per Hand. Die Teile sind aber auch spülmaschinenfest und das ist bei diesem Entsafter die leichtere Lösung. Der Bosch ist zum Entsaften von Obst wie Äpfel, Birnen, entsteinten Pflaumen und Kirschen und Gemüse wie Tomaten und Möhren geeignet.
Er ist nicht zur Verarbeitung von besonders hartem, faserigem oder stärkehaltigem Gemüse und Obst wie Bananen, Papayas, Avocados, Feigen und Mangos geeignet. Die Lautstärke hängt von der verwendeten Schaltstufe ab. Insgesamt kannst du hier teilweise ganze Früchte in kürzester Zeit zu Saft verarbeiten. Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigeren Entsafter mit extra Sicherheitsfunktion bist, ist dieses Modell von Bosch einen Blick wert. Nummer 2 und gleichzeitig der günstigste Slow Juicer im Vergleich ist der Panasonic MJL501KXE. Er bekam beim Haus- und Gartentest vom 21.06.2021, Ausgabe 4, die Note sehr gut. Dabei schreibt sie, Zitat, die Entsaftungseffizienz und die Saftqualität ist jeweils top. Das Gerät ist sehr leicht zu bedienen und einfach zu reinigen. Außerdem punktet die hervorragende Verarbeitung mit der Bestnote 1. Insgesamt ist das Gerät der Testsieger. Besonders ist der mitgelieferte wechselbare Aufsatz, mit dem du aus tiefgefrorene Zutaten Eis, Sorbets oder Frozen Joghurts herstellen kannst. Die Pressschnecke kann in einer Vor- und Rückwärtsfunktion bewegt werden. Dabei drückt die Rücklauftaste den Inhalt wieder nach oben, falls mal etwas verstopft. Die Einfüllöffnung hat nur einen Durchmesser von 4 cm. Hier bist du gezwungen, dein Obst und Gemüse vorher passgerecht zu schneiden. Der Zusammenbau funktioniert sehr einfach und schnell. Zudem lässt er sich gut verstauen und benötigt nicht viel Platz in der Küche. Der Entsafter kann in seine Einzelteile zerlegt werden und diese lassen sich einfach per Hand mit der mitgelieferten Bürste innerhalb weniger Minuten reinigen. Bis auf den Siebeinsatz und natürlich den Motor kann das Zubehör auch in die Spülmaschine. Sehr gut geeignet ist er für hartes und faserreiches Obst und Gemüse wie Möhren, rote Beete, Äpfel und Birnen. Blattgemüse wie zum Beispiel Spinat oder Grünkohl schafft er locker. Auch die Saftausbeute aus Beeren und Tomaten ist besser als bei Zentrifugalensaftern. Nicht geeignet ist er für Mandeln und Nüsse jeder Art. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle. Beides sind sehr gute Entsafter für den Preis. Wenn du einen oberen Mittelklasse-Entsafter suchst, hast du hier mit dem Bosch einen Zentrifugalentsafter und mit dem Panasonic einen Slow Juicer, die mit der Oberklasse mithalten können. Pausiere gerne an der Stelle das Video, wenn du es in Ruhe anschauen willst. Weiter geht es mit den Entsaftern zwischen 200 und 500 Euro. Nummer 1 ist der Hurom HAA Alpha Serie 3. Dieser hochwertige Entsafter kommt mit 3 Sieben. Du kannst ihn als Entsafter, Smoothie Maker oder Eismaschine nutzen. Der Motor ist sehr kräftig und schafft auch hartes und faseriges Gemüse ohne Probleme. Der Tresterinhalt bleibt trocken und die Saftausbeute ist sehr gut. Je nach Vorliebe kannst du sogar den Fruchtfleischgehalt regulieren. Er ist für sämtliches Obst und Gemüse geeignet. Selbst Nüsse sind kein Problem. Hier ist eine kleine Auflistung für deine Übersicht. Insgesamt arbeitet er sehr leise und lässt sich anschließend gut per Hand reinigen. Du bekommst 10 Jahre Garantie auf den Motor und 2 Jahre auf die Teile. Das günstigste Angebot inklusive Bestpreisgarantie gibt es derzeit bei Slow Juice inklusive eines Buches über frische Frucht- und Gemüsesäfte. Außerdem gibt es eine Trinkflasche und eine extra Reinigungsbürste dazu. Ich verlinke dir das Angebot in der Videobeschreibung. Nummer 2 ist der Sana Juicer bei Omega EUJ606. Der Sana bei Omega 606 ist vielseitig und kann Säfte aus Obst, Gemüse und Kräutern sowie Pürees, Sorbets und frischer Pasta herstellen. Durch den oben angebrachten Tragegriff lässt sich das Gerät sehr einfach transportieren. Seine Stärken sind neben den Entsaften die Eisherstellung aus halbgefrorenen Früchten, die Nudelherstellung und Nussmilchherstellung wie zum Beispiel Mandelmilch. Auf dem Aufsatz lässt sich der Widerstand einstellen. Auf Stufe 1 ist dieser geringer und für weiches Pressgut gedacht. Die höheren Stufen eignen sich für härteres Pressgut wie Möhren und Sellerie. Er hat eine hohe Saft- und Milchausbeute. Gerade bei grünen Säften, wo viele Entsafter versagen, holt er das Maximum an Saft raus. Anschließend ist er einfach per Hand mit der mitgelieferten Bürste zu reinigen. Wählen kannst du zwischen den Farben Rot und Schwarz oder optional verchromt. Der Hersteller gewährt 10 Jahre Garantie auf den Motor und das Getriebe, auf die Einzelteile bekommst du 5 Jahre. Im Prinzip ist der horizontale Entsafter das Komplettpaket für Saft, Nudeln, Eis und Nussmilch. Optional kannst du auch eine Ölpresse als Aufsatz dazu kaufen, um frisches, kaltgepresstes Öl herzustellen. Dieser ist nicht günstig, aber als langfristiges Investment für die nächsten Jahre sicher nicht uninteressant. Das beste Angebot habe ich bei Grüne Perlen gefunden, bei denen du noch ein gratis Rezeptbuch dazu bekommst. Außerdem garantieren sie dir den besten Preis, wenn du den Entsafter woanders günstiger findest. Ich verlinke es dir in der Videobeschreibung, nur achte darauf, dass du ihnen den günstigeren Preis unbedingt vor oder während der Bestellung mitteilst. Spätere Anfragen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Hier siehst du die Vergleichstabelle mit den Entsaftern zwischen 200 und 500 Euro. Bei beiden Geräten bekommst du eine sehr lange Garantie auf den Motor und beim Sana Juicer sogar 5 Jahre auf Teile, was einzigartig ist und kein anderer Hersteller in dem Vergleich bietet. Wenn du auch mal gerne hochwertige Säfte mit Fruchtfleisch trinkst, ist der Hurom sicher interessant für dich. Suchst du hingegen einen Allrounder, den du auch für Nudel-, Eis-, Nussmilch- oder Ölherstellung nutzen willst, ist der Horizontalentsafter von Omega vermutlich interessanter. Alles in dieser Preisklasse ist natürlich ein Investment und lohnt sich nur für den regelmäßigen Gebrauch. In der letzten Kategorie Entsafter über 500 Euro habe ich auch 2 Entsafter für dich. Nummer 1 der Kategorie ist der Kuvings Revo 830. Er ist seit 2022 auf dem Markt und wurde mit dem Kitchen Innovation Award 2022 in den Kategorien Funktionalität, Design, verschiedene Produktvorteile und ergonomisches Design ausgezeichnet. Du bekommst ihn neben der Farbe Matt-Weiß auch in Schwarz, Rot und Silber. Der Revo 830 ist mit einer intelligenten, automatischen Schneidefunktion ausgestattet. Dadurch ist ein schnelles Befüllen und Entsaften durch den 88 mm großen XXL-Einfüllschacht möglich, ohne dass Früchte und Gemüse geschnitten werden müssen. Zusätzlich gibt es einen länglichen separaten 43 mm Einfüllschacht für langes Gemüse wie Möhren, Stangensellerie, Spargel und so weiter. Das Gerät steht sehr stabil und wurde durchweg mit hochwertigen Materialien verarbeitet. Der Motor arbeitet sehr leise und es können sehr hohe Mengen an Zutaten verarbeitet werden. Du bekommst hier ganze 10 Jahre Garantie auf den Motor und 2 Jahre auf Teile. Besonders gut geeignet ist er für Säfte, Sorbets, Nussmilch, Milkshakes, Babynahrung, Smoothies und Nussbutter. Beachte, dass du die Smoothie- und Sorbet-Aufsätze als Zubehör dazu kaufen musst. Auch einen Zitrusaufsatz mit einem rotierenden Presskegel gibt es optional zu kaufen. Die Reinigung ist anschließend leicht per Hand machbar und alle abnehmbaren Teile, bis auf den Motor, spülmaschinenfest. Das beste Angebot habe ich auch hier bei Grüne Perlen gefunden, die dir nicht nur die Bestpreisgarantie, sondern neben dem Kuvings Rezeptbuch auch ihr Buch mit deren 100 besten Säften, 2 Glasflaschen und einen Nussmilchbeutel als Geschenk anbieten. Nummer 2 ist der Luxusentsafter Angel Juicer 5500, 7500 und 8500S. Er gilt als der beste Entsafter auf dem Markt und hat bei Tests gerade im Bereich Gräser, Blätter und hartem Gemüse teilweise 30-40% mehr Saftausbeute erzeugt. Der Angel Juicer ist zu 100% aus Edelstahl und dadurch sehr robust. Die 2 hochwertigen Zwillingspresskolben zerkleinern erst und entsaften dann über die komplette Kolbenlänge, um das Maximum aus den Zutaten zu pressen. Die Front lässt sich leicht auseinanderbauen und unter laufendem Wasser reinigen. Alle abnehmbaren Teile sind auch Spülmaschinen geeignet. Diese Version hat 6 Sicherheitsvorrichtungen verbaut, unter anderem auch den sofortigen Stopp bei einer Blockade im Einlauf. Das kann auch bei einer Überfüllung passieren, dann musst du die Rücklauftaste drücken, um die Verstopfung zu lösen. Die Modelle 7500 und 8500S haben beide einen automatischen Rücklauf und sind dementsprechend teurer. Bis auf diese Funktionen unterscheiden sich der 5500 und der 7500 nicht. Rechne hier mit einem Aufpreis von ca. 80 bis 100 Euro. Beim 8500S wurde ein hochwertigerer und extra antibakterieller Edelstahl verwendet, der Korrosion nochmal besser standhält. Es wird empfohlen, nach dem letzten Stück in der Presse das Gerät noch ca. 20 Sekunden laufen zu lassen, dann sind die Kolben sauberer und lassen sich leichter aus dem Sieb nehmen. Insgesamt kannst du mit diesem Entsafter alles entsaften. Je nachdem, was du vorhast, kannst du Aufsätze mit einem groben Sieb, mit Blanksieb, Pürierer und Mal- und Häcksleraufsatz optional dazu kaufen. Du bekommst 10 Jahre Garantie auf den Motor und 3 Jahre auf die Teile. Die besten Angebote habe ich bei Slow Juice und Grüne Perlen gefunden. Beide Fachhändler bieten dir die Bestpreisgarantie und ein großes Geschenkpaket dazu. Die Angebote verlinke ich dir unter dem Video. Hier siehst du die letzte Vergleichstabelle mit den Entsaftern über 500 Euro. Wenn du einen Entsafter für den täglichen Gebrauch benötigst und hauptsächlich Säfte, Sorbets und Smoothies herstellen möchtest, ist der Kuvings Revo 830 eine gute Wahl. Solltest du jedoch auf der Suche nach dem besten Entsafter auf dem Markt sein, der auch hartes Gemüse und Gräser problemlos verarbeiten kann, ist der Angel Juicer 5500 und je nach Wunsch der 7500 und 8500S die beste Wahl. Und das waren sie. Ich hoffe, ich konnte dir damit eine Produktübersicht bieten. Wenn du willst, hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute.